Willkommen beim Mystery Quilt Along mit den wunderschönen Melange-Stoffen von Stoff Fabrics. Der erste Block ist fertig. Tada! Das ist der Palmblattblock. Was machen wir jetzt mit dem Block? Welche Schwierigkeiten gibt es, wenn wir diesen Block arbeiten und wie wird es weitergehen? Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Das ist ein Block von unserem großen Quilt. Ihr hattet gefragt, wie groß wird der Quilt denn? Unser Quilt wird 2,20 Meter mal 2,20 Meter. Und das ist unser erstes Teilstück. Wenn ihr nur diesen Block arbeiten möchtet und ihr habt ihn gearbeitet und fragt euch, was mache ich denn jetzt damit, dann könntet ihr zum Beispiel euren Block einmal mit Streifen rahmen. Ich habe hier 9 cm breite Streifen. Auf diese Weise könnt ihr euren einen Block betonen und ihr erhaltet eine Mitteldecke oder ein Einzelstück für eine größere Decke mit viel Raum zum Quilten. Die zweite Möglichkeit ist, ihr dupliziert diesen Block wieder und wieder und wieder. Das habe ich einmal digital umgesetzt und ich blende euch hier das Ergebnis ein. Und das Schöne, wenn ihr euch jetzt diese duplizierten Blöcke anseht, ist, ihr erhaltet einen zweiten Block, ihr erhaltet ein zweites Zentrum mit einem Stern. Wenn wir uns die Art von unserem Block nochmal anschauen, dann sehen wir an jedem einzelnen Stoffstück quer zum Fadenlauf zugeschnittene Flächen. Das heißt, nehmen mal ein Stoffstück weg. Wenn wir daran arbeiten, dann neigt unser Block in jede Richtung dazu, sich zu dehnen. Und was wir erhalten ist ein welliges Stoffstück. Wir treiben das mal ein bisschen. So, wenn wir es jetzt wieder gerade hinlegen möchten, dann haben wir hier Wellen. Damit wir beim Arbeiten dieser Kanten keine Schwierigkeiten bekamen, haben wir das bei unseren Blöcken auf Paper Piecing gearbeitet. Wenn ihr gerne mit den gleichen Blöcken arbeitet, ihr findet alle Videos zum Mystery Quilt verlinkt und ihr könnt jederzeit wieder zu dem vorhergehenden Video springen. Wir können aber auch sagen, diese Möglichkeit dieser viel gedehnten Flächen ist eine Option. Es ist eine Option, aus einem ganz klassischen eckigen Palmblattblock einen kurvenreichen Block zu arbeiten. Wenn wir Kurven arbeiten, dann wird es schwieriger, je kleiner unser Stoffstück ist. Wie wäre es also, wenn wir größere Stoffstücke nehmen? Und wenn ihr unter dieses Video in die Beschreibungsliste schaut, dann findet ihr dort das nächste Schnittmuster. Unser nächstes Thema wird eine Agave sein. Unsere Agave ist ähnlich aufgebaut wie unser Palmblattblock. Aber bei diesem Block nutzen wir die Dehnbarkeit an den quer zum Fadenlauf zugeschnittenen Stoffkanten aus. Unter diesem Video findet ihr das ganze Material, das ihr braucht. Ihr findet die Vorlagen, an die ihr später eure Stoffstücke anlegen könnt. Und ihr findet die einzelnen Schnittmusterelemente, die ihr zuschneiden könnt. In jedem Schnittmusterelement ist die Nahtzugabe eingegeben. Ich habe meine Schnittmusterelemente ausgeschnitten, habe schon Löcher eingestanzt und dieses Mal, sieht man es, habe ich mein Schnittmuster auf ein Vlies gebügelt. Das Vlies ist ein bisschen aufgeraut, es hat eine aufgeraute Seite. Wenn ich Stoff auf mein Vlies oder mein Vlies auf Stoff lege, hat das ein bisschen Grip und mir verrutscht mein Schnittmuster nicht. Ich habe das Ganze auch ein wenig kräftiger, sodass ich vorsichtig mit dem Rollschneider an den Kanten entlang fahren kann. Aber der eigentliche Grund, warum ich mein Schnittmuster auf Vlies gebügelt habe, ist, ich kann es später falten und kann es klein wegräumen.
Denn einzelne Elemente von unserem neuen Quiltblock, von dem Agaven-Quiltblock, sind sehr groß. Das ist eine Größe, die lässt sich sehr gut quilten. Aber das ist nicht alles, was wir mit diesem großen Stück vorhaben. Ein weiterer Grund aber, warum ich gerne große Stoffstücke mitverarbeiten möchte, das sind die Eigenschaften von unseren Melange-Stoffen. Diese Melange-Stoffe haben tatsächlich einen Farbton. Das ist rot. Aber wenn wir genau hinschauen, sie haben eine Struktur gebildet aus einem Print aus 3 Farben. Und diese Struktur hinterlässt ein bisschen einen Abdruck, ähnlich wie wir das von Pinseln kennen. Wenn wir Farbe mit einem Pinsel auftragen, dann hinterlässt der Pinsel Spuren in dieser Farbe. Das heißt, wir haben immer irgendeine Idee von Textur. Das heißt, unser Stoff hat eine Textur ähnlich wie das Auftragen eines Pinsels. Jetzt könnten wir hingehen und sagen, ja gut, da kann ich mir gleich eine Leinwand nehmen. Aber das können wir nicht. Denn unsere verarbeiteten Stoffe liegen dreidimensional. Sie liegen ja nicht flach. Sie bilden keine ganz glatte Fläche. Wir haben Schattenwürfe in den Nahtschatten. Wir haben kleine erzeugte Wellen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wir möchten diese Idee von Textur, ähnlich wie bei diesem Pinselstrich, kombinieren mit dieser Dreidimensionalität von unserem Quilt. Und das möchten wir hier gerne umsetzen. Und dazu bekommt unser nächster Block große Flächen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum er große Flächen bekommt, aber den verrate ich jetzt noch nicht. Bis jetzt kennen wir nur diesen Grund. Was ihr nun machen könnt, ist, ihr druckt die Vorlagen einmal aus, ihr setzt die einzelnen Elemente zusammen. Ich habe hier Linien gezogen mit kleinen Xen, die, wenn ihr das Ganze richtig zusammenklebt, genau wieder aufeinander passen. 3 große Vorlagen mit je 3 Schnittmusterelementen und am Ende ein einzelnes Element als Abschluss. Alle Vorlagen, die wir für unseren Mystery Quilt brauchen, findet ihr frei verlinkt unter jedem einzelnen Video. Den Agavenblock, den findet ihr in der heutigen Folge verlinkt. Ebenfalls ab heute findet ihr die gesamten Stoffangaben für unseren Quilt unter diesem Video. Ab jetzt unter jedem Video. Ihr findet die Angaben für den einzelnen Block, wenn ihr nur den Block arbeiten möchtet. Und ihr findet die Angaben für den ganzen Quilt, wenn ihr den ganzen Quilt mit mir gemeinsam arbeiten möchtet. Eine Frage hattet ihr, wie groß wird der Quilt? Der Quilt wird eine Größe von 2,20 Meter mal 2,20 Meter bekommen und der Quilt hat einen Namen. Der Quilt, den wir hier gemeinsam arbeiten, heißt der Tropenhaus-Quilt. Ihr kennt alle Materialien, wir haben das nächste Schnittmuster und in der nächsten Woche arbeiten wir den Agavenblock. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!